Hallo, mein Name ist Sonja Hader und ich bin Mitglied der Mennonitengemeinde in Enkenbach. Ich arbeite im Team zur Vorbereitung der Familiengottesdienste mit. Diese Gottesdienste für alle Generationen finden bei uns 3- bis 4-mal im Jahr statt. Und sie laufen meist etwas lebhafter ab. In diesen Gottesdiensten hatten wir schon mehrmals ökologische Themen wie zum Beispiel Wasser oder Bienen. Und im Oktober 2017 hatten wir einen Familiengottesdienst zum Thema Wachsen. Hier war das Symbol des Baumes ein zentrales Element. Wir haben uns Gedanken zu Samen, Wachstum und Wurzeln gemacht und hatten dann die Idee, im Rahmen des Gottesdienstes einen echten Baum zu pflanzen. Und wir waren uns schnell einig, dass es ein Apfelbaum sein sollte, eine möglichst regionale Sorte, um auch die alten Sorten zu erhalten und zur heimischen Artenvielfalt beizutragen. Jetzt wächst der Apfelbaum direkt neben unserem Gemeindehaus und wir konnten auch schon ein paar kleine Äpfel mit den Kindern ernten. Und wir hoffen, dass es noch ein schöner, großer Baum wird, der viele Früchte trägt. The Mennonite congregation in Enkenbach was founded in 1956 and is located in the southwest corner of Germany in the western part of the Palatine region. The church building and surrounding houses, built with help by conscientious objectors from the USA called Pax Boys and financed through Mennonite Central Committee, provided a gathering point after the Second World War for the displaced Prussian Mennonites. Today, our church has 221 members, including individuals from Brazil, Canada, France, Paraguay, Uruguay, the USA, and of course, Germany. Care for the environment began to play an important role in the German cultural conscience with the formation of the Green Party in the 1980s. With the World Council of Churches process focused on justice, peace, and integrity of creation in 1983, the groundwork was laid for the creation care to take root in the Enkenbach Mennonite congregation. In 1994, the church's bylaws were changed to include the sentence, "Our congregation sees itself, along with Christians around the world, obliged to advocate for peace, justice, and the integrity of God's creation." Also das Thema Bewahrung der Schöpfung greifen wir immer wieder bei Veranstaltungen auf. So haben wir uns als Gemeinde gerade im vergangenen Jahr mit dieser Thematik als Jahresthema beschäftigt. Dabei haben wir versucht, uns auf unterschiedliche Arten damit auseinanderzusetzen. Im Rahmen von Gottesdiensten, in den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde und auch als Schwerpunktthema bei der Gemeindefreizeit. Dabei haben wir biblische Impulse aufgegriffen und auch überlegt, wie wir ganz konkret mit unserem Leben zur Bewahrung der Schöpfung beitragen können. Wir haben auch an der ökumenischen Aktion Klimafasten teilgenommen und haben 7 Wochen lang uns mit Verhaltensweisen beschäftigt, die zum Beispiel zur Müllvermeidung, zur Energieeinsparung oder auch zur Verminderung des Fleischkonsums führen können. Als Abschluss haben wir als Gemeinde einen Spendenlauf für ein Wasserprojekt organisiert. 45 Gemeindeglieder und Freunde der Gemeinde sind 2 Stunden lang gelaufen und haben dadurch Spenden in Höhe von über 8.000 € gesammelt. Mit dem Geld wird ein Wasserbrunnen sowie eine Toilettenanlage mit Waschgelegenheiten für 2 Dörfer im Benin in Afrika gebaut. Mit diesen verschiedenen Aktionen wollen wir das Thema Bewahrung der Schöpfung immer wieder ins Bewusstsein rufen und auch unserer Verantwortung als Christen gerecht werden. (2009) haben wir auf unserem Dach der Gemeinde eine Photovoltaikanlage installiert. Der Gedanke, dabei nachhaltig Strom erzeugen zu können und für die Gemeinde eine sehr gute Rendite zu erzielen, haben mich angetrieben, diesen Gedanken umzusetzen. Klar gab es dabei Vorbehalte aus der Gemeinde. Speziell ältere Gemeindemitglieder hatten Bedenken, dass die hohe Investitionssumme von 60.000 € nicht mehr erwirtschaftet werden können. Mit meinen Vorstandskollegen habe ich mich damals
darauf vorbereitet, Fragen gezielt in einer Gemeindeversammlung zu entkräften und zu beantworten. Wir konnten der Gemeindeversammlung vorrechnen, dass selbst im schlimmsten Fall die Kosten erwirtschaftet werden können und dabei noch deutlich darüber liegen werden. Die Photovoltaikanlage hat ein Installationsvolumen von 16,5 Kilowatt Peak und hat sich schon nach 12 Jahren amortisiert, dank geringer Ausfälle. Nach 20-jähriger Einspeisevergütung werden wir ein Plus haben von etwa 40.000 € und können dies noch in der Zukunft ausbauen. Whether it's a project that will have an effect on church life, like choosing a theme for the year, or a project that focuses on the church building, as with the solar panels, we've discovered that transparency about the project and good preparation in advance of presenting the congregation with the idea are key. In 2009, our church was able to open a secondhand store in our village. Again, we learned the importance of being in dialogue with one another in order to work through any concerns or doubts about the project. We are thankful for our congregation's willingness to support the secondhand store and see in it an opportunity to care for our environment by using our resources wisely. Not only are we able to offer our community good quality clothing at inexpensive prices, but we hope to break the trend of always needing to buy the newest style. By doing so, we hope that resources around the world can be used more sparingly. Our newest adventure in creation care also revolves around using resources wisely, specifically around reducing food waste. We've gotten involved in a German organization called Food Sharing. Their goal is to save food that would otherwise be thrown away in supermarkets, bakeries, and restaurants. The food is picked up by volunteers who are then responsible for distributing it in their community. Already, a network consisting of church members and other individuals from the area has been built up where bread, cake, and rolls from village bakeries and groceries are saved and passed along. Currently, we are developing new ideas of how to implement the food sharing concept even more into our church life. Although the process sometimes feels slow and complicated, we are again seeing how vital it is to have critical discussions around any new ideas. Allowing space for the idea to take hold in minds and hearts is necessary in order to gain as much support as possible throughout the church community. Only then can any new project have a chance of succeeding. And always, remembering why we feel called to such project is most important. We strive to care for God's creation. Our first apple harvest consisted of 3 tiny apples. 3 tactile reminders that God cares for us, even as we hoped to be His hands in service to His world.